Ich bin eine Person, ich werde sehr schnell von allen gemocht. Klar, man kann nicht von allen gemocht werden, aber ich habe so den Eindruck, ich werde von den meisten Menschen gemocht. Meine Freundesgruppe ist sehr divers. Ich habe sehr verschiedene Bekannte, auch bei Bewerbungsgesprächen, bei der Arbeit oder so. Ich werde immer geschätzt und ich werde immer gemocht. Und gemocht zu werden erleichtert dir einfach dein Leben. Sei es, wenn du eine Wohnung suchst, wenn du einen Job suchst, wenn du umziehst, wenn du neue Freunde haben möchtest. Es macht dein Leben einfach leichter. Ich bin Dasha und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ganz kurzer Disclaimer. Und zwar heißt das Video ja, wie du von allen gemocht wirst. Aber ich finde, das sollte nicht dein Ziel sein, von allen gemocht zu werden. Du wirst von allen gemocht werden, wenn du dich ein bisschen verstellst. Das ist die Wahrheit. Deswegen ist es kein Video, wo ich dir sage, wie du wahre Freunde findest. Dazu habe ich auch schon ein Video. Das Video ist eher ein Video für Social Skills, wie du neue Bekanntschaften machst, wie du Dinge schneller, besser bekommst, wie du schneller im Leben vorankommst, indem du einfach einen guten ersten Eindruck kreierst. Das ist kein Video, wie du die perfekte Beziehung findest, wie du perfekte Freundschaften findest. Denn wenn du wirklich für dich selbst, für dein authentisches Ich gemocht werden willst, dann musst du authentisch sein. Und das ist ein komplett anderes Thema. Deswegen behalte im Hinterkopf, dass es einfach nur um Social Skills geht, einfach nur viele verschiedene Bekannte zu haben, was dir halt auch wirklich im Leben hilft. Und ich würde sagen, wir fangen dann direkt mit dem Video an. Ich sehe schon die Kommentare, die kommen werden und heißen werden, ja, du wirst von allen gemocht, weil du gut aussiehst. Ja, ich sehe gut aus. Ich sehe nicht schlecht aus. Ich würde sagen, ich bin jetzt auch kein 10 von 10 Model oder so. Ich sehe dezent aus. Ich sehe ganz okay aus. Aber ich sehe so aus, weil ich habe mich für das Video fertig gemacht. Ich habe ein sauberes T-Shirt an. Ich trage eine schöne Kette. Ich habe Make-up drauf. Ich habe ein sauberes Gesicht. Ich habe eine gute Figur, weil ich mich darum kümmere. Und ja, gut auszusehen führt dazu, dass du schneller gemocht wirst, weil es so einen Bias nun mal gibt. Man tendiert dazu, eine hübsche Person eher zu mögen und zu vertrauen als einer Person, die nicht so gut aussieht. Aber ich finde, das hat nichts mit deiner Gesichtsstruktur zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie du geboren wurdest. Denn ich früher, als ich jünger war, ich sah nicht so gut aus wie jetzt. Ich hatte komische Frisuren, ich hatte komische Kleidung, wie das viele Kinder haben nun mal. Ich sah irgendwie seltsam aus, muss ich sagen. Deswegen möchte ich, dass du auch von Pretty Privilege profitierst. Und das kannst du machen, indem du gepflegt auftauchst, indem du ein Make-up findest, das zu deinem Gesichtstyp passt, indem du ins Gym gehst. Oder ich hatte früher schiefe Zähne. Und ich habe eine Zahnspange mehrere Jahre getragen. Und deswegen sind meine Zähne jetzt gerade, ich finde, die sind nicht ganz perfekt geworden. Aber die sind okay. Schönes Outfit raussuchen, mal ein Hemd anziehen. Kommt drauf an, wohin du gehst, mit welchen Menschen du dich unterhältst. Wenn du seriös wirken möchtest, zieh ein Hemd an, zieh eine Hose an. Komm da nicht mit Jogginghose an und bügel deine Sachen. Und dann kriegst du schon diese Privilege. Riech gut. Das sind ganz einfache Sachen, die du machen kannst, um einfach direkt einen besseren Eindruck zu machen. Und ich finde, dafür muss man nicht als Schönheit geboren worden sein. Außerdem glaube ich, ich habe so viele verschiedene Bekanntschaften und werde von so verschiedenen Menschen gemocht. Nicht, weil ich mich selbst verstelle und irgendwie direkt anders bin, sondern weil ich offen anderen Meinungen und anderen Menschen gegenüber bin. Ich habe das Gefühl, so viele Menschen sind so in ihrer Lebensweise, in ihrer Lebenssicht und ihrer eigenen Lebensvorstellung beschränkt, dass sie keine anderen Vorstellungen mehr anhören wollen, keine anderen Meinungen akzeptieren wollen und nur in deren Bubble bleiben. Aber weißt du, was das Merkmal von wirklich intelligenten Menschen ist? Offenheit. Man geht nicht davon aus, dass das, was man denkt, die richtige Denkweise ist. Und das tue ich auch nicht. Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist wirklich so, wir Menschen, wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Hör andere Menschen an. Hör andere Meinungen an. Werde in deiner Sichtweise ein bisschen herausgefordert, damit du nicht aufhörst nachzudenken. Ich finde es richtig wichtig, Freunde zu haben, die ähnliche Wertvorstellungen haben wie du, die so sind wie du, damit du auch
deine Sichtweisen bestätigt bekommst, aber such dir nicht Bekannte danach aus, wie ähnlich sie zu dir sind. Denn da verlierst du sehr viele wertvolle Informationen, sehr viele wichtige Lebenseinsichten, die anders sind und auch wichtige Bekanntschaften. Denn es wirkt einfach unsympathisch und arrogant, wenn du nicht andere Menschen anhören willst, wenn du nicht mal die andere Sichtweise und den anderen Lebensweg anhören möchtest. Ich würde zum Beispiel sagen, ich bin eine eher konservativere Person, aber ich habe richtig moderne Freundinnen. Und nur weil sie anders sind und deren eigene Wertvorstellungen haben, heißt es ja nicht, dass ich meine eigenen Wertvorstellungen hintergehe. Ich höre denen zu und versuche zu verstehen, was sie mir sagen. Und das bringt dich richtig weiter. Deine Sichtweise ist nicht die einzig richtige. I hate to break it to you, aber das ist einfach so. Andere Menschen können auch Recht haben und sie verdienen es auch, erhört zu werden. Wenn du neue Menschen kennenlernst, versuch denen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Denn am Ende des Tages, wenn wir zu Hause sind, nachdem wir eine Bekanntschaft gemacht haben, wir erinnern uns oft nicht an Namen, wir erinnern uns oft nicht an das Gesicht von der Person. Aber woran wir uns erinnern, ist das Gefühl, das wir bei dieser Person hatten. Also wenn eine Person dir ein richtig negatives Gefühl vermittelt hat, du hast dich nicht willkommen gefühlt, du hast dich nicht gemocht gefühlt, dann wirst du die Person ja natürlich nicht mögen. Und dasselbe gilt für dich. Wenn du einer Person ein schlechtes Gefühl vermittelst, wenn du unhöflich bist, wenn du ihr nicht zeigst, dass du die Person magst, dann wird dich die Person automatisch auch nicht mögen, weil du ihr so ein Gefühl vermittelt hast. Deswegen, was ich wirklich versuche zu machen, wenn ich auf neue Menschen zugehe, ich bin eine eher introvertierte Person, ich rede auch nicht wirklich gerne viel und stehe auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber wenn ich auf neue Menschen zugehe, ich lächle, ich versuche offen zu sein, ich versuche der Person zu zeigen, dass ich gerne da bin. Was ich bei introvertierten, ruhigen Menschen oft sehe, ist, dass sie den Fehler machen, dass sie einfach in der Ecke sitzen und nicht lächeln. Man könnte meinen, das ist fake, sich zu verstellen und zu lächeln und zu reden. Aber ich finde, das ist nicht fake. Das ist einfach ein Basic Social Skill. Denn auch wenn du nicht so viel redest, strahlst du etwas aus. Manche Leute können nicht so viel reden und ruhig sein, was auch vollkommen okay ist, aber die haben dann eine Ausstrahlung, die zeigt, ich möchte nicht da sein, ich mag dich nicht. Manche Menschen sind ruhig und reden nicht so viel, aber die lächeln, man merkt, die wollen da sein, die wollen mit dir da sein. Und das macht den ganzen Unterschied. Deine Ausstrahlung, wie gerne du da sein möchtest, wie sehr du die Person magst. Dann wir tendieren auch die Personen zu mögen, die uns auch mögen. Deswegen mag die Person, mit der du redest. Sei gerne da. Du musst tatsächlich auch nicht viel reden, um gemocht zu werden. Eigentlich sogar ganz im Gegenteil. Lass die andere Person reden, stell ihr Fragen, interessier dich für die andere Person. Das macht dich noch sympathischer, als die ganze Zeit über dich zu reden. Wir mögen Menschen, die interessiert in uns sind. Das heißt, hör der anderen Person zu, stell der anderen Person Fragen. Vor allem einfach ist es, wenn die Person generell gerne redet. Und die Regel ist, 80% redet die andere Person und 20% du. Denn du kannst ja auch nicht die ganze Zeit stillschweigen und nichts sagen. Du kannst auch etwas von dir erzählen, etwas reinwerfen. Aber es ist nicht verkehrt, die andere Person viel reden zu lassen. Der anderen Person Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen. Und wenn die andere Person viel redet, gibt dir das einen entscheidenden Vorteil. Denn du kannst beobachten, was die andere Person mag, was die Interessen sind, was ihr wichtig ist. Und das ist wirklich auf jede Situation anzuwenden. Zum Beispiel, damals in der Schule hatte ich einen Geschichtslehrer und die meisten Leute haben nicht so gute Noten bei ihm geschrieben. Und ich war eine von den 3 Mädchen, die anderen waren mega schlau, also diese Strebermädchen. Ich habe immer eine sehr gute Note geschrieben bei ihm. Und das liegt nicht daran, weil ich irgendwie schlauer bin als die anderen und mehr über Geschichte weiß als die anderen oder mehr gelernt habe als die anderen. Nein, das liegt daran, dass der Lehrer sehr gerne erzählt hat. Du kennst die typischen Geschichtslehrer, die erzählen sehr gerne. Und was ich bei ihm gemerkt habe, war seine Obsession mit Stresemann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber wir hatten das Thema Erster Weltkrieg und so, Deutschland, Weimarer Republik. Ich habe ihm einfach zugehört
Und ich habe in meinem Kopf notiert, das mag er, das hat er gesagt, das erwähnt er ganz oft und habe das einfach in diese Klausur reingeschrieben. Erstens, ich wusste schon das Thema von der Klausur, weil er einfach die ganze Zeit über das Thema redet. Und zweitens habe ich einfach genau das aufgeschrieben, was er gesagt hat und immer eine gute Note bekommen. So einfach ist das. Oder auch bei Bewerbungsgesprächen. Zum Beispiel der Arbeitgeber redet darüber, wie er jetzt diese neuen Sachen geholt hat, diese Kaffeemaschine oder so für die Kunden. Und dann merkst du das, dass es ihm wichtig ist und sagst ihm so, ja, eine Kaffeemaschine ist richtig wichtig, damit die Kunden sich wohlfühlen und ich trinke auch sehr gerne Kaffee und das gibt einem so ein Zuhausegefühl. Sowas kannst du einwerfen und dann fühlt sich die Person bestätigt und wichtig. Es gibt aber auch so universelle Sachen, die verschiedene Menschen mögen. Zum Beispiel Höflichkeit, Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Fleiß. Das sind Dinge, mit denen du immer gut ankommst, die allen Leuten wichtig sind, ohne dass du jetzt zuhören musst und spekulieren musst. Es gibt aber zum Beispiel auch Personen, denen ist wichtig, wenn eine Person direkt ist. Einer anderen Person ist wichtig, wenn die andere Person freundlich deren Ansichten teilt und nicht so direkt ist. Und das muss man halt analysieren und das dann so anwenden. Anstatt Menschen konstant zu kritisieren, versuch lieber Anerkennung zu zeigen. Wenn eine Person etwas macht und dir gefällt, was die Person macht, oder die Person hat ein schönes Kleidungsstück an, das dir gefällt, sag es ihr. Sag es der Person. Und vor allem, wenn eine Person zum Beispiel bei einer Firmenfeier, bei einer Schulfeier selbst etwas backt oder so, dann sag der Person, dass es schmeckt, wenn es dir auch wirklich schmeckt. Zeig Anerkennung. Jeder von uns möchte sich wichtig fühlen. Also wenn es etwas gibt, was dir auffällt, dann sag es. Gib mal ein Kompliment. Spare nicht mit den Komplimenten. Wieso sparst du? Wir haben nur ein Leben und wir sollten das Leben von anderen Menschen auch verschönern. Tue das Gegenteil aber mit Kritik. Ja, Kritik ist wichtig, aber manchmal kritisieren wir Menschen viel zu oft für sehr unnötige Sachen. Denn oft sind die Menschen das, was wir unter denselben Umständen wären. Und man kann auch manchmal Verständnis zeigen und nicht direkt die Person kritisieren und etwas Schlechtes sagen, wenn sie etwas nicht so toll gemacht hat. Ja, wir sollten unsere Meinung sagen, aber versuch erstmal darüber nachzudenken und es wirklich auf eine freundliche Art und Weise machen und nicht auf eine attackierende Art und Weise. Und der letzte Punkt ist, sei empathisch. Versuch die Gefühle von der Person zu verstehen und wirklich zu fühlen. Zum Beispiel, ich habe eine Freundesgruppe und ein Mädchen von meiner Freundesgruppe, die ist, als wir noch Kinder waren, weggezogen in eine andere Stadt. Und dann bin ich hier mit den 2 anderen Mädchen zurückgeblieben. Das heißt, die Freundinnen und ich, die in der Stadt geblieben sind, wir sind natürlich enger zusammengewachsen, weil wir eben die ganze Zeit etwas zusammen gemacht haben, ja. Aber ich habe im Hinterkopf trotzdem gewusst, dass die Freundin in der anderen Stadt sich manchmal ausgeschlossen fühlt. Zum Beispiel waren wir mal irgendwo weg und ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf, was, wenn es ihr schlecht geht, was, wenn sie sich ausgeschlossen fühlt oder so. Und mein Verdacht hat sich bestätigt. Ich habe auch eine starke Intuition, also ich spüre sowas und mein Verdacht hat sich bestätigt. Aber was ich auf keinen Fall tun werde, ist zu sagen, hey, das ist voll dumm, deine Gefühle machen keinen Sinn und das ist doch klar, dass wir enger sind, weil wir eine Dreiergruppe jetzt geworden sind. Auf keinen Fall. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Versteh die Gefühle von der Person. Ich habe ihre Gefühle verstanden und ich saß richtig lange da und bin auf ihre Gefühle eingegangen. Ich habe Verständnis gezeigt und das mache ich auch wirklich gerne. Fühl dich einfach in andere Menschen ein und versuch die auch zu verstehen irgendwie. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste von den ganzen Punkten, die ich genannt habe. Sei für andere Menschen da, hör andere Menschen an, versuch sie zu verstehen, versuch die Gefühle zu verstehen und versuch auf die Gefühle auch einzugehen. Und ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, das wird dir so viel helfen wie mir. 2 gute Bücher dazu sind How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Das gibt's auch auf Deutsch, das heißt, wie man Freunde gewinnt. Ich habe es auf Englisch, ich lese Bücher lieber im Original. Das ist wirklich ein Klassiker und das hat mir so sehr in meinem Leben geholfen. Ich glaube, das ist mein absolutes
Lieblingsbuch, wenn es um Selbstentwicklung geht. Das zweite Buch, das ich nicht so lange hergelesen habe, ist Surrounded by Idiots. Und hier werden 4 verschiedene Arten von Menschen aufgelistet und wie man mit denen umgehen sollte. Und meistens passt es auch schon, dass Menschen oft so sind. Und dann weißt du auch ungefähr im Vorhinein, was Menschen erwarten und was die toll finden, was nicht. Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren. Das ist komplett kostenlos. Wenn du meine Videos toll findest, wäre ich dir auch sehr dankbar, wenn du meinen Kanal supportest, mir ein Abo dalässt, ein Like und einen Kommentar schreibst, damit das Video mehr Leuten angezeigt wird. Normalerweise finde ich es richtig unangenehm, so eine Werbung zu machen, aber ich mach's mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.